Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Holosun das FAQ-Video. Viele von euch stellen uns immer wieder Fragen, wie ist das, wie ist jenes mit dem Holosun. Das gleiche passiert auch bei Holosun Direct oder bei Laserlux. Deswegen gibt es natürlich auf jeder Webseite, wie auch bei Holosun, einen FAQ-Bereich. Die häufigst gestellten Fragen findet man dort und das Ganze in Schriftform. Wir haben uns gedacht, wir machen das für euch heute nochmal in Bildform, in Videoform, weil natürlich jeder Mensch lesefaul ist oder die meisten Menschen sind lesefaul und dann habt ihr das einfach nochmal bildlich dargestellt und wir haben die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst. Nummer 1. Meine Linse im Holosun vorne ist schräg. Ja. Viele von euch gucken sich das Holosun an. In der Regel schaut man ja auch von hinten durch und sagt dann, okay, alles super, perfekt. Irgendwann kommt man mal darauf, man schaut von vorne durch und sieht, die Linse sitzt schief im Gehäuse, das ist doch schlecht verbaut, schlecht verklebt, was auch immer, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Das ist nicht der Fall. Wer sich mal ein bisschen mit der Technik auseinandersetzt oder einmal kurz in sich geht und nachdenkt, wird merken, ich habe Rotpunktvisier. Wie funktioniert das? Ich habe irgendwo einen Emitter, der einen roten Punkt auf eine Scheibe projiziert. Wäre die Scheibe jetzt gerade, würde der Punkt einfach durchmarschieren. Die schräg eingesetzte Linse ist sowas wie könnt ihr euch vorstellen, wie ein Spiegel, die speziell rotes, gelbes oder grünes Licht, speziell das LED-Licht, reflektiert und damit dann auf die Scheibe oder auf die Linse projiziert. Das ist einfach konstruktionsbedingt, das ist bei allen so, auch bei allen Herstellern so. Wenn euch das vielleicht bei einem anderen Hersteller noch nicht so aufgefallen ist, manche machen das auch, modifizieren das Ganze ein bisschen, indem sie zum Beispiel eine gerade Linse nochmal vor die angeschrägte Linse setzen, rein aus kosmetischen Gründen. Das ist aber eigentlich schlecht, weil dann hat man natürlich nochmal eine Linse mehr, bedeutet wieder mehr Lichtverlust im Gerät. Oder aber die Linse wird leicht gewölbt, dass es wirklich, dass es zentriert irgendwo eine Wölbung hat und nicht, dass die Linse nicht schief drin sitzt oder schräg drin sitzt. Das hat wiederum den Nachteil, dass dann meistens solche Geräte nicht hundertprozentig eine einfache Vergrößerung bieten. Und genau das wollen wir nämlich. Und deswegen ist bei Holosun die Linse schräg, damit das Licht reflektiert wird. Und alles ist so, wie es sein soll. Macht euch keine Sorgen, das gehört so. Mein Absehen als Punkt dargestellt sieht aus wie ein Komma, wie ein Strich, wie ein Komet, wie ein Stern. Also nicht wie ein klar definierter Punkt. Auch das ist eine häufig gestellte Frage. Das liegt in der Regel meistens nicht an den Geräten selbst, sondern das liegt leider Gottes oftmals an euch. Denn hier hat man eine Volkskrankheit, die vielen gar nicht bewusst ist, weil die in vielen Alltagssituationen überhaupt gar nicht sich bemerkbar macht. Das ist die Hornhautverkrümmung oder der Astigmatismus. Hier ist es so, dass ihr genau sowas, so einen Punkt bei LED-Technik nicht wie einen Punkt wahrnehmt, sondern eher wie einen Strich oder wie ein Komma, Kometen, Stern, wie ich es gerade alles schon gesagt habe. Und das ist natürlich gerade beim Präzisionsschießen dann hinderlich. Wenn ich nicht genau weiß, bin ich jetzt mit dem Punkt in der Mitte oder weil einfach da ein Strich ist und vor allem bei dem Strich, wo ist der Punkt dann zu finden, ist der mittig, ist der links, ist der rechts, das kann ja keiner genau sagen. Von daher ist das zum Präzisionsschießen natürlich denkbar ungeeignet. Wie könnt ihr erstmal feststellen, ob ihr betroffen seid? Das ist eigentlich das Einfachste. Wenn ihr durchguckt und das genauso wahrnehmt, gebt es einem Freund, sagt hier, schau mal durch, wie sieht es bei dir aus? Wenn der sagt, ja, das ist genauso, dann kann man davon ausgehen, entweder hat er auch eine Hornhautverkrümmung oder es liegt am Gerät. Das heißt, wenn es beim zweiten auch auftritt, suche ich mir vielleicht noch einen dritten, damit ich wirklich eine Referenz habe. Und erst dann würde ich an den Hersteller herantreten und sagen, okay, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Eine weitere Möglichkeit, um herauszufinden, ob es an euch liegt, ist, wenn ihr das Visier nicht auf der Waffe habt, sondern in der Hand und es dreht. Logischerweise wäre es ein Fehler im Gerät und der Komet würde so von links unten nach rechts oben zeigen zum Beispiel und ihr dreht das Gerät. Dann, wenn der Fehler beim Gerät liegt, würde der Komet natürlich sich mitbewegen. Wenn der Komet aber in derselben Position bleibt, wisst ihr, okay, das ist mein Auge. Was könnt ihr noch tun? Ihr könnt einmal, wenn ihr das Ganze als Stern seht, das ist ein häufiges Phänomen, was bei Rotpunktvisieren vorkommt, wenn ihr die Helligkeit zu weit nach oben dreht. Dann fängt es an so zu blurren, sagt man, so zu blumen, ja? Also blüht, der Punkt strahlt in verschiedene Richtungen aus.
weil die Helligkeit einfach zu hoch für die Umgebungshelligkeit eingestellt ist und dadurch entsteht dieser typische Stern. Das heißt, auch da wieder ein bisschen runterdrehen und dann habt ihr damit auch das Problem nicht. Ansonsten hilft eigentlich nichts. Also tatsächlich, wenn ihr damit nicht klarkommt, wenn ihr diese Hornhautverkrümmung habt, dann könnt ihr entweder euch die Augen lasern lassen, ja, um das zu korrigieren, oder aber ihr steigt auf andere Optiken um, die nicht auf LED-Basis sind, wie zum Beispiel von Vortex das Hui oder das EOTech. Das sind dann Laserabsehen bzw. eine Laserprojizierung im Absehen auf der Linse und da hat man dieses Problem nicht mit dem Kommakreis, Kommastern, Komet, aber hier hat man natürlich dann, speziell wenn ihr mit Magnifier schießt, werdet ihr merken, da ist auf jeden Fall die Auflösung bei weitem nicht so gut wie mit der LED-Technik, also man hat ein sehr körniges Bild und was natürlich auch bei diesen beiden genannten Geräten dazu kommt, die Batterielebensdauer gegenüber einem Holosun ist drastisch niedriger. Was ist die Shake-Awake-Technologie und wie funktioniert sie? Bei Holosun gibt es die Shake-Awake-Technologie. Die ist vor allem in der 500er-Serie zu finden. Das ist eine Möglichkeit, um nochmal zusätzlich Batterielebensdauer einzusparen, indem das Gerät sich automatisch abschaltet. Das ist per Default, also Standardwert ist so eingestellt, dass es nach 10 Minuten einfach ausgeht. Und bei der geringsten Erschütterung, also wirklich, ihr braucht es nur anzuheben, das Gewehr, oder nur leicht zu berühren und dann ist das Ganze wieder eingeschaltet. Das haben wir auch tatsächlich schon beobachtet, wenn man diesen Test machen will und man stellt es auf den Tisch und man kommt irgendwie versehentlich nur ganz leicht an den Tisch und dann ist es schon wieder an und dann denkt man, das geht ja gar nicht aus nach 10 Minuten. Doch, es geht nach 10 Minuten aus. Ihr müsst einfach gucken, dass es still irgendwo liegt und dann geht das aus. Wenn ihr das nicht wollt oder wenn ihr sagt, 10 Minuten ist mir zu kurz oder wie auch immer, gibt es nochmal die Option, dass ihr das Ganze umprogrammieren könnt. Um in den Programmiermodus zu kommen, müsst ihr für 10 Sekunden die Plus-Taste gedrückt halten. Dann seid ihr im Programmiermodus, was euch angezeigt wird, indem das Absehen blinkt. Jetzt standardmäßig habt ihr 10 Minuten, jetzt drückt ihr einmal drauf, dann wird das Absehen zweimal blinken. Das wäre die zweite Option, nämlich 1 Stunde. Drückt ihr nochmal, blinkt das Ganze 3-mal. Damit habt ihr dann einen Modus, der für 12 Stunden eingestellt ist. Also 12 Stunden, danach geht das Gerät aus. Um das Ganze dann zu speichern, drückt ihr die Plus- und Minus-Taste und damit habt ihr das neue Setup eingespeichert. Ich habe eben am Anfang gesagt, das gilt für die 500er-Serie. Eine Ausnahme gibt es, das 503R, was ihr hier seht. Diese Optik mit dem Drehrad hat diese Option nicht. Also hier gibt es kein Shake Awake. Ist da auch tatsächlich meiner Meinung oder unserer Meinung nach nicht notwendig, weil wir hier natürlich ein Drehrad haben, wo man sehr schnell ein- und ausschalten kann. Wie lange kann ich mein Holosun mit einer Batterie betreiben? Generell kann man sagen, dass fast alle Holosun-Geräte ca. 50.000 Stunden Batterielebensdauer liefern, wenn ihr das Ganze in der Punkteinstellung habt und ungefähr in der mittleren Helligkeitsstufe. Das variiert natürlich, wenn ihr jetzt den Circle Dot einschaltet und dann das Ganze auf 7, 8 hochdreht oder so, dann habt ihr natürlich eine verkürzte Batterielebensdauer, aber generell in einem Standard-Setting kann man sagen 50.000 Stunden. Gerade im behördlichen Einsatz, wenn das Gerät dauerhaft anlässt, kann man sagen, 6 Jahre lässt sich das Gerät mit einer Batterie betreiben, was natürlich sehr beachtlich ist. Aber gerade auch für den behördlichen Einsatz empfehlen wir und empfiehlt auch Holosun, das Gerät bzw. die Batterie in einem Zyklus zu wechseln. Als Beispiel, immer an Weihnachten kommt eine neue Batterie rein, ob die leer ist oder nicht, einfach nur um dem vorzubeugen, weil wer weiß schon, ob jetzt 6 Jahre rum sind oder nicht, da achtet ja niemand drauf und so hat man wirklich einen festen Termin, weiß, okay, einmal im Jahr muss das Ganze gewechselt werden. Einige Geräte von Holosun bieten noch zusätzlich eine Solar Failsafe Option, das heißt, sie haben ein Solarfeld oben drauf, da erzähle ich später noch was zu. Hier hat man auch nochmal eine zusätzliche Ausfallsicherheit, denn mit dem Solarmodul kann das Gerät auch komplett ohne Batterie betrieben werden. Was ist der Unterschied zwischen Open Reflex, Mikro und Tube? Bei Holosun gibt es 3 verschiedene Kategorien von Optiken. Wir haben jetzt hier eine da, nämlich die Mikro-Variante. Das wäre hier diese Optik oder diese oder diese. Bei den Open Reflex Visieren habt ihr ein offenes Fenster bzw. ein großes Sichtfenster und einen exponierten Emitter. Und bei den Tube-Visieren, dann habt ihr dasselbe wie mit dem Mikrovisier, nur nochmal in einer größeren Variante. Jetzt könnte man natürlich fragen, was ist da besser, was ist da schlechter?
Das hängt davon ab, was ihr bevorzugt, ganz ehrlich. Also je nachdem, ob ihr Sportschütze, Jäger, Polizist, Soldat seid, was auch immer. Das hängt komplett von euren Einsätzen ab. Das hängt davon ab, wie ihr das Ganze nutzen wollt. Wenn ihr sagt, mir ist das Wetter egal, ich schieße immer nur zu 99% Indoor, kann ich Open Reflex nehmen. Wenn ich sage, ich will was Kleines, nehme ich das Mikro. Das ist vollkommen eure Entscheidung. Wie gesagt, da gibt es kein schlechter oder besser. Gerade auch für den sportlichen Sektor kann man ausnahmslos alle Holosun-Geräte empfehlen. Natürlich ist auch das Einsatzziel, also wo die Optik montiert wird, eine wichtige Frage, die ihr euch stellen müsst. Ob das jetzt die Flinte, die Armbrust, der Sportbogen, eure Langwaffe, eure Kurzwaffe ist, das ist natürlich immer ein Faktor, denn auf dem Sportbogen würde ich jetzt vielleicht nicht gerade so ein riesen Tube-Visier montieren. Genauso wenig würde ich vielleicht eher auf einem Gewehr kein Open Reflex Mini-Visier, was eigentlich für die Pistole gedacht ist, als Primäroptik nutzen. Das sind so Fragen, die ihr euch stellen müsst. Jetzt haben wir hier natürlich auch, wo ich es gerade angesprochen habe, Primäroptik, Sekundäroptik. Das ist auch nochmal ein Stichwort. Ja, es gibt ganz oft den Einsatzbereich, wo ich sage, ich habe meine Optik, mein Zielfernrohr und will dann aber noch zusätzlich ein Rotpunktvisier haben. Ja, das könnte ich dann auf 45 Grad oder oben montieren, um einfach eine schnellere Zielerfassung zu haben, um schnell von nah auf Ferndistanz oder von nah auf Ferndistanz zu wechseln. Das könnte ich auf meiner Kamera sogar also rein gar nicht mit dem Schießen zusammenhängend nutzen. Wenn ich sage, ich bin jetzt ein Wildfotograf und möchte einfach das Objektiv auf eine fixe Vergrößerung eingestellt haben und sehe da irgendwo ein Rehrennen und dann kann ich dann da mit der Kamera, mit dem Rotpunktvisier das Reh schon mal fixieren, gehe dann in den Sucher und habe es dann direkt im Bild. Das wäre auch nochmal eine Anwendungsmöglichkeit. Also da müsst ihr euch wirklich überlegen, was wollt ihr, wo soll es hin und dann könnt ihr eure Entscheidung weiter eingrenzen. Die 3 Kategorien für euch kurz erklärt. Wir fangen mit Mikro an. Mikro ist das, was ihr hier seht, geschlossenes Gehäuse. Man hat hier den Vorteil, dass die Optik bzw. der Emitter komplett geschützt ist. Man hat keine Probleme mit äußeren Einflüssen. Regen, Schnee ist egal. Die komplette Elektronik ist in einem Gehäuse eingeschlossen. Das Gerät ist sehr kompakt, mit Ausnahme hier des 530. Das ist ein bisschen größer, aber das bietet euch auch genau das, nämlich kompletten Schutz im Gehäuse. Nachteilig an dieser Form ist, dass der ein oder andere es als Tunnelblick oder der typische Blick durch die Klopapierrolle empfinden kann, weil es einfach ein kleines Sichtfenster hat und ein Tube-Design ist. Als nächstes kommt das Tube-Design. Hier gibt es von Holosun aktuell nur noch das 506. Das ist wie das Mikro auch ein komplett geschlossenes Gehäuse, allerdings hier mit einem großen Sichtfenster. Was da dazu kommt, ist aber auch, dass das Gehäuse deutlich größer ist. Sowas sehen wir auf jeden Fall nur auf Langwaffen. Auf einer Kurzwaffe macht es überhaupt keinen Sinn, auch nicht auf irgendwelchen Carbines oder Schrotflinten. Das ist eine reine Langwaffenoptik. Erinnert so ein bisschen an die alten Aimpoints. Gibt es noch, wer drauf steht, hat damit auf jeden Fall auch die Wahl, bei Holosun so eine Optik einsetzen zu können. Ansonsten sagen wir mal vorsichtig, ist das so ein aussterbendes Format. Als nächstes kommt die Kategorie Open Reflex. Fangen wir erstmal bei dem Open Reflex mit den Ausnahmen an, denn auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Bei Holosun wäre das 512 und das 509. Die sind zwar auch in der Kategorie Open Reflex, sind aber komplett geschlossene Gehäuse. Ja, kann man sich so vorstellen, oder erklären wir erstmal Open Reflex im Generellen. Hier hat man ein offenes Fenster, also sagen wir mal, ein großes Sichtfenster, in der Regel auch eher eckig als rund und hat natürlich dadurch sehr, sehr feinen Rand und hat ein sehr weites Sichtfeld. Also dieser typische Klopapierrollen-Tunnelblick, der entsteht dadurch nicht. Bei den normalen Open-Reflex-Visieren hat man natürlich da aber aufgrund der Bauweise das Problem, dass der Emitter in der Regel exponiert ist. Das heißt, der sitzt irgendwo am Gehäuseende, liegt frei, kann dann durch Regen, durch Wasser, durch Dreck, durch Schnee, durch Schmutz beeinflusst werden, was natürlich dann zur Folge hat, dass das Absehen nicht mehr sichtbar ist. Und genau deshalb haben das 512 und das 509 die Option, dass ihr trotz allem diesen weiten Blick habt, aber das Gehäuse komplett geschlossen ist. Natürlich wieder mit einem kleinen Nachteil verbunden, nämlich ich habe dann hinten eine Scheibe, vorne eine Scheibe und hinten eine Scheibe oder Linse besser gesagt. Und das natürlich etwas, ja, das beeinflusst natürlich auf jeden Fall etwas die Lichtdurchlässigkeit. Eine Linse mehr, ist ja jedem klar. Aber das wäre die Option Open Reflex.
Bei allen drei Kategorien, habe ich ja schon gesagt, habt ihr auch verschiedene Größen. Die Mikrovisiere, die könnt ihr ausnahmslos auf Langwaffen einsetzen. Seht ihr ja hier, AR-15 ist eine typische Anwendungsplattform, aber natürlich auch auf der Schrotflinte, wo auch immer ihr es einsetzen wollt. Das Tube-Design nur auf der Langwaffe und die Open-Reflex-Visiere, die könnt ihr wirklich universell einsetzen. Auch da wieder auf der Schrotflinte, wenn ich es möglichst klein haben möchte, kann ich da ein 509 zum Beispiel einsetzen oder ein 507, also ein super kleines Pistol-Sight, das kann man da einsetzen auf der Kurzwaffe, aber natürlich auch als Primäroptik oder als Sekundäroptik auf der Langwaffe. Was ist der Unterschied von der 400er Serie gegenüber der 500er Serie? Die Geräte der 400er Serie sind immer mit einem festen Absehen versehen, zum Beispiel 2 MOA oder bei dem Pistol-Sight bekommt man Modelle mit 2 MOA oder 6 MOA oder 8 MOA fix. Weiterhin sind sie immer aus Aluminium gefertigt, also entweder 6061 Aluminium oder 7075. Man bekommt die 400er Serie mit oder ohne Solar Failsafe Technologie, mit Knöpfen oder Drehrad, mit rotem, grünem oder goldenem Absehen. Die 400er Serie ist teilweise auch noch nicht mit der Shake Awake Technologie ausgestattet. Die 500er Serie gibt es gefertigt aus Aluminium oder Titan. Das erkennt man direkt an der Typenbezeichnung, zum Beispiel als das Holosun 515 GT-GR. Ist ein T mit dabei, wird Titan verwendet. Auch wenn wir aus eigener Erfahrung sagen können, dass bereits die Aluminiumgeräte äußerst robust sind, hat man mit der Titan-Version nochmal eine Schippe obendrauf. Diese Geräte eignen sich für den härtesten behördlichen Einsatz. Welche Geräte bieten mir mehrere umschaltbare Absehen? Pauschal kann man sagen, dass alle Geräte der 500er Serie ein umschaltbares Absehen haben. Bei den Langwaffenvisieren ist das in der Regel ein 2 MOA-Punkt und ein 65 MOA-Kreis mit dem 2 MOA-Punkt, also 2 Absehen zum Umschalten. Und bei den Kurzwaffenvisieren ist es ein 2 MOA-Punkt und ein 32 MOA-Kreis bzw. Kreispunkt. Jetzt haben wir natürlich noch zusätzlich bei einigen Visieren, nicht bei allen, die Option eine dritte Variante, nämlich nur der 65 bzw. 32 MOA Kreis für die Kurzwaffe und das andere für die Langwaffe, um da nochmal die Schrotflinte abzudecken. Das nur Kreisabsehen eignet sich hervorragend, um zum Beispiel bei Schrotflinten oder auch mit der Kurzwaffe auf Steel-Targets zu schießen, wenn ich nicht nochmal einen Punkt in der Mitte haben will, der was abdeckt, sondern einfach nur das Ziel einfassen möchte. Welche Geräte gibt es mit Solarbetrieb und wie funktioniert die Solar Failsafe Technologie? Folgende Geräte verfügen über die Solar Failsafe Technologie: 509T, 508T, 507CX2, 407CX2, 407COX2, 512T, 512C, 510C, 403C, 503CU, 515CT, 515CM und 530C. Pauschal kann man also sagen, außer den Tube-Geräten und dem 503R gibt es in jeder Kategorie irgendwo ein Gerät mit Solar Failsafe Technologie. Was ist das jetzt genau? Diese Technologie bietet euch zum einen die Möglichkeit, das Gerät komplett ohne Batterie zu betreiben, zum anderen schont es die Batterie. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich irgendwo ein Memory habe, einen Speicher habe in der Optik, die dann mit der Sonne das Gerät auflädt, sondern das ist wirklich eine Momentaufnahme. Ja, das heißt, wenn ich keine Batterie eingelegt habe, kann man das am besten kontrollieren oder prüfen. Ist Sonne da oder ist Licht da? Dann habe ich ein leuchtendes Absehen. Halte ich die Hand oben drüber, ist es dunkel, ist es aus. Kein Licht. Also wenn ihr kein Licht habt, habt ihr auch kein Absehen, wenn die Batterie leer ist. Ansonsten unterstützt die Failsafe-Technologie euch, indem es die Batterie spart, wenn ihr das eingeschaltet habt. Immer wenn genügend Licht vorhanden ist, wird nicht auf die Batterie zugegriffen, sondern eben über die Solarzellen gearbeitet. Das Ganze funktioniert dann auch gleichzeitig mit einem Sensor, der automatisch die Helligkeit regelt. Das heißt, wenn ihr in einem sehr hellen Bereich schießt, dann wird auch das Absehen heller gemacht. Wenn ihr in einem sehr dunklen Bereich schießt, dann wird das Absehen abgedunkelt, damit das auch euer Auge da nicht mit einer Überstrahlung zu arbeiten hat. Das ist auch nochmal eine sehr, sehr feine Technologie, mit der ihr arbeiten könnt. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt ein Gerät mit einem
Solarfeld obendrauf und möchte diese Funktion aber nicht nutzen, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, wenn ihr von einem dunklen Bereich in einen hellen Bereich rausschießt, habt ihr natürlich das Problem, das Ziel steht im hellen Bereich, da bräuchte ich eigentlich ein helles Absehen. Ihr seid im dunklen Bereich, braucht ihr eigentlich ein dunkles Absehen. In der Regel nutzt man dann das hellere Absehen. Durch die Automatik hat man dann aber natürlich automatisch das dunkle Absehen eingestellt. Das heißt, ich kann per Tastenkombination das Ganze ausschalten und habe dann wieder den manuellen Modus und kann dann mit Plus und Minus die Helligkeit so regulieren, wie ich es gerade brauche. Um vom Automodus in den manuellen Modus umzuschalten, haltet ihr 3 Sekunden lang die Plus-Taste gedrückt. Welche Montagen passen für mein Holosun Reflexvisier? Bei den meisten Reflexvisieren von Holosun habt ihr eine, wenn nicht sogar 2 Montagen mit dabei. Bei den Pistol Sights ist das optional, weil es dafür viele verschiedene Schnittstellen bereits am Markt gibt. Deswegen optional. Wir haben hier einmal für euch eine Zusammenstellung, was bei welchem Gerät mit dabei ist. 509. Integrierte proprietäre Klemmmontage mit Low Mount mit Trigicom RNR Adapter. 508, 507 und 407 Low Mount auf Trigicon RMR Basis. 510 integrierte Absolute Co-Witness Mount nicht wechselbar. 512 integrierte Absolute Co-Witness Mount nicht wechselbar. 403 Low Mount und Lower Third Mount mit Aimpoint Micro Basis. 503 Low Mount und Lower Third Mount auf Aimpoint Micro Basis. 515 Low Mount und Absolute Co-Witness Mount mit Schnellverschluss auf Aimpoint Micro Basis. 530 Absolute Co-Witness Mount mit Schnellverschluss auf Aimpoint Micro Basis. 506 30 mm Ringmontage. Bei den Pistol Sights können alle gängigen RMR-Montagen genutzt werden, bei allen Geräten der 403er, 503er, 515er und 530er Serie alle gängigen Aimpoint Mikromontagen, bei der 506er Serie alle 30 mm Ringmontagen. Kann ich mein Holosun-Gerät mit einem Nachtsichtgerät verwenden? Die Antwort ist ja. Die meisten Holosun-Geräte oder alle Holosun-Geräte verfügen über 12 Leuchtstufen, wovon die erste und zweite mit dem Nachtsichtgerät genutzt werden können. Auf welchen Pistolen kann ich die Micro-Sights verbauen? Prinzipiell können die Pistol Sights von Holosun alle mit der Low Mount, bei Modell 509 ist ein separat erhältlicher Adapter notwendig, auf einer Picatinny-Schiene auf den Verschluss gesetzt werden. Vorgefräste Verschlüsse wie zum Beispiel bei Glock MOS benötigen eine RMR-Platte, die bei Glock zum Beispiel direkt mitgeliefert wird. Diese Platten sind für Glock MOS, CZ und FN erhältlich. Zusätzlich gibt es für Glock ohne Fräsung einen SMP-Adapter, der die Kimme ersetzt und so eine Montage der Optik ermöglicht. Das geht natürlich auch mit allen anderen Waffen, für die eine solche Montage auf RMR-Basis verfügbar ist. Wo können Flipcaps, Killflashes oder sonstiges Zubehör montiert werden? Möglich ist die Montage bei allen Geräten der 503G, CU, 515er und 530er Serie. Bei der 503R Serie sind speziell Behördenausführungen mit Flipcases und/oder Killflash verfügbar. Nicht montierbar sind Flipcaps oder Killflash bei den Geräten 403B, GL, C, da diese keine integrierten Gewinde haben. Letzter Punkt, wie lange habe ich Garantie auf mein Holosun-Gerät? Bei den Classic-Modellen habt ihr in Deutschland 3 Jahre Garantie auf Gehäuse und Linse sowie auf LED und Elektronik. Bei den Elite-Modellen gibt es 10 Jahre Garantie auf Gehäuse, Glas, LED und Elektronik. Wie üblich gilt bei Reklamationen von Mängeln, dass nur nachweisliche Material- oder Herstellungsfehler kostenfrei ersetzt werden. Die Garantie greift nicht bei normalem Verschleiß, fehlerhafter Montage des Gerätes oder bei Transportschäden, die nach der Montage auftreten. Alle weiteren Details zur Garantie findet ihr hier und in der beigelegten Garantiebroschüre eures Holosuns. Der Link ist in der Beschreibung angehängt. Das waren unsere zusammengetragenen FAQ-Punkte von Holosun, was an uns herangetragen wurde, was an Holosun herangetragen wurde. Wir hoffen, wir konnten es euch ein bisschen besser bildlich darstellen, damit ihr das Ganze nicht nachlesen müsst. Falls ihr es doch nachlesen wollt, der Link zu Holosun EU ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen? Haben wir was Wichtiges vergessen, was ihr euch schon immer gefragt habt? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.